Ein neuer Morgen ist erwacht. Noch irgendwie ganz schön müde. Gestern der Tag, der war doch anstrengender als erwartet. Die Beine tun ein bisschen weh, aber es geht. Ich hoffe, dass heute noch ein bisschen Talfahrt kommt. Und dann geht's auf nach Bellinzona. Das ist auch noch so ein fetter Ausblick. Das hat echt schon mehr von Italien als von der Schweiz. Die Bäume, die Häuser. Ja, das war gestern alles bergauf, dann geht es heute bergab. Das ist schon krass. Palmen in der Schweiz. Geile Sache. Dahinter schneebedeckte Berge. Geiler Kontrast. Was ich ziemlich cool finde, ist, da oben ist mein Fahrradweg, aber es gibt auch einen Rollstuhl-Wanderweg. Und den habe ich ja schon die ganze Zeit gesehen. Das ist ziemlich geil. Habe ich noch nirgendwo sonst gesehen. So, wir sind jetzt in Biasca angekommen. Das ist ganz cool, weil es hier überall im Dorf Wein gibt. Krasser Wasserfall, guck dich den mal an. Geil. Voll das Kreuz. Sieht irgendwie aus wie Dschungel. Mega geil. Erinnert mich ein bisschen an Kolumbien. Ja, wir machen gerade Pause, weil es mal wieder regnet. Und dann kann ich euch hier mal zeigen. Mir ist nämlich heute eine Speiche rausgerutscht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe das jetzt hier mit Klettband festgemacht. Aber es ist mir die ganze Zeit in die Kette gerutscht. Das ist ja saugefährlich. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich vielleicht in Italien, wenn es ein bisschen günstiger ist, irgendwie meine Speiche reparieren lasse. Ich hoffe, es ist nichts Tragisches. Kapteri! So, ich bin jetzt in Bellinzona und ich cruise mal wieder durch die Stadt, um WLAN zu finden. Das ist hier in der Schweiz immer gar nicht so einfach. Eigentlich gibt es am Bahnhof immer WLAN. Aber eigentlich suche ich auch noch die E-Bike-Ladestation. Mal gucken, was ich zuerst finde. So, das ist der Marktplatz von Bellinzona. Sieht eigentlich ganz nett aus. Da oben ist die berühmte Burg Montebello, glaube ich. So, heute war ein super aufregender Tag. Ich bin erstmal, also ich habe im Zelt geschlafen auf 1000 Meter. Und das war echt super easy, super cool. Und ich hatte ja noch abends meine Akkus aufgefüllt auf dem Pass. Also mitten auf 2000 Meter gibt es ein freies Elektrofahrrad-Ding. Also mega geil. Also bin ich mit vollen Akkus quasi runtergerast. Und genau, und dann dachte ich am nächsten Morgen, ja, Toilette wäre halt geil und trinken auch und ja, Kaffee eigentlich auch. Und dann war ich in Bianca, naja, auf jeden Fall dieser Ort. Und habe mich dann da beim freien WLAN an die Raiffeisenbahnbank gesetzt. Und dann kam erstmal eine ältere Frau zu mir. Und das ist ja alles italienische Region. Das heißt, wir haben uns dann sehr gebrochen unterhalten und dann ja, ist sie einkaufen gegangen und dann kam sie zurück und hat mir eine Blume mitgebracht und meinte, ja, die wächst nur auf 2000 Metern und die soll dir Glück bringen. Und fand ich total süß. Und
dann, während ich mich mit der Frau unterhalten habe, stand schon die Polizei neben mir mit dem Auto und ist nicht weggefahren. Und dann hat sie mich, nachdem die Frau weg ist, zu sich rangewunken und meinten dann so, betteln Sie um Geld? Und ich so, nein, ich mache hier nur Pause. Und er so, na gut, dann können Sie bleiben. Also das fand ich so skurril und irgendwie auch lustig. Ja, naja, auf jeden Fall, keine 2 Minuten später kam dann gegenüber so ein Rocker aus einer Bar und meinte, hast du Bock auf einen Kaffee? Und ich so, ja, schon. Und dann meinte er, dann komm mit. Und dann bin ich mitgekommen und Zuri auch. Und ja, dann hat er mir einen Kaffee spendiert und es war echt, also er auch Italiener und wir konnten uns nicht verständigen, aber es war echt nett und er war auch echt süß. Und sein alter Rockerfreund war auch noch dabei und dann die Barfrau war auch super nett. Die hat dann auch erlaubt, dass Zuri rein darf, obwohl Zuri gar nicht, also Hunde gar nicht rein dürfen, hat ihr auch zu trinken gegeben. Ich habe dann noch einen zweiten Kaffee bekommen und konnte da auf die Toilette gehen und konnte mein Wasser auffüllen und es war echt perfekt. Ja, und an sich, der Tag war ja sehr regnerisch, wie ihr schon gesehen habt. Ich habe dann 2 Stunden unter der Autobahnbrücke gepennt und gehofft, dass es weggeht, aber leider ist der Regen nicht weggegangen. Und jetzt bin ich in Bellinzona und wollte hier mal wieder Wi-Fi abgreifen und auch so abchecken, ob es vielleicht irgendwelche Übernachtungsmöglichkeiten gibt. Dann hat mich eine ältere Dame mit Hund angesprochen. Wir haben uns auch super nett unterhalten. Und die hat mir jetzt diesen Übernachtungsplatz empfohlen, direkt unter der Brücke. Ich habe noch nie im Park unter der Brücke geschlafen. Ja, aber es ist zumindest regensicher. Und es gibt auch eine öffentliche Toilette. Also wir werden sehen, was die Nacht so bringt. Ich bin auch gespannt, auf wie viel Uhr die Jogger und die ja, Hundegassigeher rauskommen. Ob ich da nicht um 5 schon mein Zelt abbauen muss oder ob ich überhaupt im Zelt schlafe. Ich habe mir das alles noch nicht überlegt. Ich war noch nie in der Stadt, wie gesagt, unter der Brücke geschlafen. Also es ist nochmal Abenteuer der ganz neuen Art. So, 7:30 Uhr morgens. Ich habe nicht so ganz gut unter der Brücke geschlafen. Das vermutlich liegt auch an dieser Autobahn. Ich war mehr wach, als ich geschlafen habe. Aber das macht nichts. Ich werde heute schon einen Platz zum Dösen finden. Jetzt geht's auf nach Lugano. Das ist doch mal ein ordentliches Fahrradschild. Wir brauchen die 31. Lugano. Alles klar, wir kommen. Auf nach rechts. Sieht schon echt schön aus mit dem Nebel. Na Zuri, wie geht's dir? Heute ist tatsächlich echt mal gutes Wetter für Zuri. Bewölkt, nicht so warm. Und das ist auch eine interessante Wolke. Die geht irgendwie so von oben nach unten und verbindet so irgendwie 2 Teile. Irgendwie cool.